Hallo und guten Tag. Heute darf ich euch mitnehmen auf eine faszinierende Reise zu meinem Lieblingsurlaubsziel, der Insel Wangerooge. Ich selbst bin Hobbyfotograf und liebe es, auf der Insel Wangerooge nach Vögeln Ausschau zu halten, diese zu filmen und zu dokumentieren. Am Westanleger von Wangerooge angekommen, muss man als allererstes in die Inselbahn umsteigen. In einer sehr gemütlichen und langsamen Fahrt bringt uns das kleine Züglein vom Hafen bis ins Inseldorf. Dabei hat man die besondere Gelegenheit, mitten durch die Salzwiesen zu fahren und schon nach den ersten Vögeln Ausschau zu halten. Bevor ich in etwa 2 Minuten mit meiner Vogelschau beginne, möchte ich euch noch ein paar allgemeine Dinge über die Insel Wangerooge erzählen. Die Insel liegt im niedersächsischen Wattenmeer im gleichnamigen Nationalpark. Sie ist die östlichste der 7 bewohnten ostfriesischen Inseln und nur 7,9 Quadratkilometer groß. Von Rettungsfahrzeugen abgesehen ist die Insel absolut autofrei und lebt vom Tourismus. Das Inseldorf hat etwa 1300 Einwohner und einen eigenen Bürgermeister. Die Insel hat einen sehr großen Sandstrand, etwa 11 Kilometer lange Dünen, Außengroden und Salzwiesen. Es gibt auch eine Marschfläche sowie ein Weideland. 20 Hektar der Insel werden vom Inseldorf beansprucht. Am Inselbahnhof angekommen, spaziere ich zu meinem Ferienhäuschen. Wie in allen deutschen Tourismusgebieten gibt es auch auf Wangerooge die verschiedensten Arten der Unterkünfte. Für mich das Besonderste ist Lilliput, das kleinste Ferienhaus auf der Insel. Es ist gemütlich eingerichtet und ich fühle mich hier sehr wohl. Auf diesem Mosaik ist die Lage der Insel Wangerooge an der ostfriesischen Küste erkennbar. Jugendliche haben im Sand eine Karte der Insel dargestellt. Die Insel hat etwa die Form eines Seepferdchens. Nahezu ein Muss beim Besuch der ostfriesischen Küste und auch der Inseln ist eine Wattwanderung. Barfuß durch das Watt zu laufen, ist eine wunderbare und angenehme Erfahrung. Aus Sicherheitsgründen sollte man dies nur mit einem Wattführer tun. Dieser kann dann auch viel zum Leben im Watt, zum Beispiel von Muscheln und Wattwürmern, erzählen. Nun beginne ich mit der Vogelschau. Direkt zu Beginn zeige ich euch einen typischen Charaktervogel des Wattenmeers, der Austernfischer. Ausgewachsene Austernfischer erreichen eine Körperlänge von 40 bis 45 cm und sind damit so groß wie Krähen. Der orange-rote Schnabel ist sein typisches Erkennungszeichen. Austernfischer sind sehr ruffreudige Vögel. Ihr typischer Charakterruf sind laute und schrille Töne. Am Brutplatz machen sie vor allem ein sehr grelles Quiek-Quiek-Geräusch. Dies kann sich zu einem lärmenden und schrillen Trillern steigern. Wenn sich Nachbarn oder revierlose Austernfischer dem Brutrevier nähern, kommt es nicht selten zu einer Trillerzeremonie. Dabei geht von den brütenden Austernfischer einer oder auch beide dem eindringenden Vogel mit gesenktem, leicht geöffneten Schnabel entgegen, wobei sie in hohen Tönen trillern und beim Pfeifen sehr erregt wirken. Als nächstes kommen wir zum Alpenstrandläufer. Dieser misst etwa 17 bis 21 cm und ist damit so groß wie ein Star. Bei uns ist er vor allem während des herbstlichen Zuges an der Küste zu beobachten. Denn 3/4 seines Lebens verbringt er mit dem Zug oder in den Überwinterungsgebieten. Weiter geht es mit einem etwa 77 bis 94 cm großen Vogel, dem Kormoran.
Seine Nahrung besteht fast ausschließlich aus Fisch. Dieser wird normalerweise durch kleine Tauchgänge in 1 bis 3 Meter Tiefe und 15 bis 60 Sekunden Länge gefangen. Bei Sonnenschein können die Federn metallisch grün oder bläulich glänzen. Die Geschlechter unterscheiden sich dabei nicht. Immer mal wieder kann man auf Wangerooge auch einen oder mit Glück mehrere Löffler sehen. Seine Nahrung besteht aus Fischen, Fröschen und anderen Wassergetieren. Bei der Futtersuche benutzt er das sogenannte Seien. Dabei pendelt der Vogel mit seinem Kopf hin und her und filtert seine Beute aus dem flachen Wasser. Direkt am Hafen von Wangerooge ist bei Niedrigwasser eine gute Gelegenheit, Steinwälzer zu beobachten. Diese 22 bis 24 cm großen Vögel sind dann in Hunderten zu sehen. Ihre Nahrung suchen sie pickend oder grabend auf weichem Untergrund. Versteckte Beute wird durch das Umdrehen von Steinen, Muscheln oder Pflanzen erreicht. Daher auch ihr Name. Natürlich gibt es auf Wangerooge auch Singvögel. Stellvertretend möchte ich hier ein Foto von einer Bachstelze zeigen. Ebenso wie das hier gezeigte Rotkehlchen gehören beide Arten zu den Sperlingsvögeln. Wenn man auf der Insel Wangerooge spazieren geht, kann man wirklich überall etwas entdecken. Und so konnte ich beim Spaziergang durch das Inselwäldchen eine weitere Sperlingsart sehen, den Star. Er ist etwa 19 bis 22 cm groß und somit etwas kleiner als eine Amsel. Im Prachtkleid ist sein Körper schwärzlich und metallisch glänzend. Nachdem ich euch noch einen Raben gezeigt habe, will ich mich ganz kurz einer anderen Tierart widmen, den Rindern. Sie sollen auf der Insel die etwa 70 Hektar Grasflächen im Ostinnen- und im Westinnengroden kurz halten und damit einen Beitrag zum Küstenschutz leisten. Ein weiteres Mitglied der Familie der Rabenvögel ist die Dole. Diese ist auf Wangerooge wirklich überall zu sehen und nicht selten leistet sie Gesellschaft beim morgendlichen Frühstück im Freien. Dabei kann sie auch durchaus sehr aufdringlich werden und verschwindet erst wieder, wenn sie etwas zu futtern bekommen hat. Auf der Insel kann man auch immer mal wieder Fasane sehen und vor allem hören. Dabei gibt der Hahn krähend laute und metallische Rufe von sich, die wirklich nicht schön klingen. Wenn man auf der Insel die Augen offen hält, sieht man auch immer mal wieder andere Vogelarten, wie hier die Rauchschwalbe, die ich euch mit einem einzigen Foto zeigen möchte. Der nächste Vogel kommt aus der Familie der Regenpfeifer. Es ist der Kiebitz. Seit 2015 steht er auf der roten Liste für gefährdete Arten. Da Kiebitze hauptsächlich in offenen und flachen Landschaften mit kurzem oder gar keinem Gras brüten, ist der Westinnengroden der Insel Wangerooge für ihn eine hervorragende Heimat. Nachdem wir uns kurz ein Blässhuhn anschauen, folgt die Stockente. Sie ist die am häufigst vorkommende Schwimmente Europas. Und überall, wo es Gewässer gibt, ist auch ihr Bestand möglich. Nachdem wir kurz die Pfeifente im Bild sehen, gehen wir weiter zum Strand. Hier sehen wir einen Einsiedlerkrebs. Diese Art versteckt ihren weichen und ungeschützten Hinterleib vor Fressfeinden in leeren Schneckenhäusern oder ähnlichem. Der Bastölpel ist auf Wangerooge nicht heimisch.
Vermutlich ist er am Vortag beim Sturm von seinem Wege abgekommen. Eiderenten kann man besonders an der Westspitze Wangerooges in großen Scharen beobachten. Mit ihren durchschnittlich 58 cm sind sie größer als Stockenten. Männchen werden in der Regel älter, größer und auch schwerer wie die Weibchen. Die hier gezeigten Brandgänse sind im Gegensatz zu anderen Gänsearten keine Vegetarier. Zu ihrer Nahrung gehören kleine Schnecken, Muscheln und Würmer. Hier im Wattenmeer bei Wangerooge ist ihre Nahrung überwiegend die Herzmuschel. Leider schlüpfen nur aus etwa einem Viertel bis etwa zur Hälfte der Eier auch tatsächlich Gänseküken. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Nester sehr häufig Störungen unterlegen sind. Auf der Nahrungssuche durchseit die Brandgans mit seitlicher Pendelbewegung des Kopfes das Wasser jeder Pfütze. Charakteristisch für die Brandgänse ist es, dass sie durch Trampelbewegungen der Füße die im Boden versteckten Muscheln freilegen. Nun zeige ich euch ein paar Aufnahmen von den Graugänsen. Diese Art ist in ganz Europa und somit auch auf der Insel Wangerooge vertreten. Und weiter geht es mit der Kanadagans. Sie gilt als die verbreitetste Gänseart der Erde. In Deutschland und somit auf der Insel Wangerooge brütet sie seit den 1970er Jahren. Besonders im Flug sind sie dabei sehr ruffreudig. Bevor wir zur Silbermöwe kommen, hier noch einige Blicke auf die Heringsmöwe. Der augenfälligste Unterschied ist hierbei das schwarze Federkleid auf dem Rücken des Vogels. Die Silbermöwe. Sie ist die häufigste Großmöwenart in Nord- und Westeuropa. Und damit ist sie natürlich auch auf der Insel Wangerooge oft zu sehen. Auf den Bildern zu sehen ist ein Jungvogel, der im ablaufenden Wasser eine Strandkrabbe gefangen hat, diese wieder verloren hat und wieder fängt. Mit 55 bis 67 cm Größe ist sie etwa gleich groß wie ein Mäusebussard. Bei einer Wanderung über die Insel kann man natürlich nicht nur Vögel sehen. So sieht man auch immer mal wieder einen Hasen oder hier die Kreuzkröte. Menschliche Hinterlassenschaften, wie zum Beispiel den Müll aus Plastik, ist auch auf Wangerooge ein Thema. Man sieht den Müll nicht im Großen, aber wenn man genau hinschaut, kann man überall wieder Müll entdecken. Spaziergänger lassen den Müll unbedacht fallen oder er wird aber auch am Meeresrand angespült. Die Nordsee hat einen Zugang zum Atlantik und man kann immer wieder Müll aus Übersee feststellen. Vögel, welche dann den Müll mit ihrer Nahrung verwechseln und diesen fressen, haben dann das Gefühl eines vollen Magens und verhungern trotzdem. Hier kann man wirklich nur noch eine Alarmsirene starten. Ich möchte an dieser Stelle appellieren, keinen Plastikmüll und eigentlich überhaupt keinen Müll in die Natur zu werfen. Jeder Zigarettenstummel verseucht 10 Liter Wasser. Sie gehören wirklich nicht auf den Boden oder an den Strand. Mit diesem Film möchte ich euch nicht nur die Schönheit der Insel und der Vögel zeigen, sondern auch an euch appellieren, diese in Zukunft zu schützen. Nun möchte ich euch einige Aufnahmen der Familie der Regenpfeifer zeigen, beginnend mit dem Sandregenpfeifer.
Leider ist diese Art vom Aussterben bedroht und steht auf der roten Liste der Kategorie 1. Die Küken verlassen bereits kurz nach dem Schlüpfen das Nest und finden ihre Nahrung sogar schon selbstständig. Die Aufgabe der Eltern besteht darin, die Jungen zu bewachen. Nach 3-4 Wochen sind sie schon flügge. Auf der gleichen roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten ist der Goldregenpfeifer. Auf der Insel Wangerooge geht es ihm noch verhältnismäßig gut und so kann man ihn vor allem im Westänengroden sehen. Weiter geht es mit unserem Spaziergang über die Insel. Im Westturm, welcher als Jugendherberge genutzt wird, leben die wohl bekanntesten Turmfalken der Insel. Diese Art ist die häufigste Falke in Mitteleuropa. Charakteristisch ist es, dass wenn er ein Beutetier gesehen hat, dieses im Sturzflug ergreift. Für mich sind die Vögel das schönste Naturschauspiel. Da es aber auch überall schön bunt blüht, laden die vielen Pflanzen dazu ein, in sich zu gehen und die Ruhe zu genießen. Besonders im Teichgarten der Insel können aufmerksame Besucher immer wieder Libellen sehen. Deutlich leichter ist es, den Queller zu entdecken, denn er ist am Wattrand beinahe überall vertreten. Dagegen ist es am Strand sehr leicht möglich, auf angespülte Quallen zu treffen. Durch das Spektiv beobachten wir hier einen Vogel aus der Familie der Schnepfenvögel, die Bekassine. Der Name Bekassine leitet sich aus dem Französischen ab und bedeutet eigentlich Waldschnepfe oder kleine Waldschnepfe. Diese Vogelart ist sowohl Kurz- als auch Langstreckenzieher und im Wattenmeer kommt sie sogar ganzjährig vor. Ein weiterer Vertreter der Familie der Schnepfenvögel ist die Fuhlschnepfe. Im Wattenmeer und somit auch auf der Insel Wangerooge ist sie ein regelmäßiger und häufiger Durchzügler und aber auch Wintergast. Leider steht auch diese Vogelart auf der internationalen roten Liste der gefährdeten Arten. Kommen wir zum Rotschenkel. Auch er ist ein Vertreter aus der Familie der Schnepfenvögel. Zu seiner Ernährung gehören Würmer, Insekten, Krebstiere, Schnecken und kleine Muscheln, die er mit seinem Schnabel stochernd aus dem flachen Wasser fischt. Junge Rotschenkel sind Nestflüchter und beginnen schon nach 3 Wochen mit den ersten Flugversuchen. Meine bunte Vogelschau geht weiter mit der Lachmöwe. Sie brüten bevorzugt in Verlandungszonen größerer Gewässer und sind seit längerer Zeit auch verstärkt an den Küsten zu sehen. Im Prachtkleid ist ihr schwarzes Köpfchen charakteristisch, wobei im Schlichtkleid nur etwas schwärzliche Färbung übrig bleibt. Und nun zum großen Brachvogel, ebenfalls ein Vertreter der Familie der Schnepfenvögel. Diese Vogelart sind die größten Wartvögel, wobei das Weibchen sogar noch etwas größer wird wie das Männchen. Ihr gebogener Schnabel ist perfekt geeignet, um Wattwürmer aus dem Wattboden zu ziehen. Bevor ich mit dem Steinschmätzer starte, möchte ich euch einzelne Bilder von Vögeln zeigen, deren Art ich nur einmal oder nur ganz selten auf der Insel gesehen habe. Die meisten dieser Aufnahmen waren reine Glückssache und die Vögel waren irgendwann vor meiner Linse gelandet. Nun aber zum Steinschmätzer, ein Vertreter der Singvögel aus der Ordnung der Sperlingsvögel.
Diese Art ist nur 14,5 bis 15,5 cm lang und wiegt nur zwischen 22 und 28 Gramm. Männchen im Prachtkleid sind an einem schwarzen Augenstreif gut zu erkennen. Die meisten Touristen auf Wangerooge widmen sich dem schönen Sandstrand. Die Kurverwaltung wirbt damit, dass er so lange sei, wie das Auge reicht. Und das ist natürlich auch so. An der Promenade ist er sehr belebt und überall stehen Strandkörbe. Auch werden viele Sandburgen gebaut, was vor allem den Kindern viel Spaß bereitet. Aber nur etwas abseits vom Inselort ist er sehr ruhig und lädt zu schönen Spaziergängen ein. Man kann schon sagen, dass der Sandstrand der Stolz der Inselgemeinde ist, aber leider auch ihr größtes Sorgenkind. Denn beinahe in jedem Winter wird der Sand von einer Sturmflut oder sogar mehreren Sturmfluten abgetragen und er muss mit viel Mühe und Einsatz im Frühjahr wieder aufgeschüttet werden. Hier ein paar Aufnahmen der Ostspitze der Insel Wangerooge. Von hier aus kann man sehr gut die Insel Minsener Oog erkennen, welche als reine Vogelschutzinsel nur von einem Naturschutzwart bewohnt wird. Leider ist schon der letzte Abend auf der Insel erreicht. Der schöne Sonnenuntergang wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Die Heimreise von Wangerooge beginnt normalerweise am Inselbahnhof. Bei der Fahrt lohnt es sich besonders, aus dem Fenster zu sehen, denn von hier aus kann man besonders gut die Vögel in den Salzwiesen beobachten. Am Westanleger heißt es wieder umsteigen in das Schiff und endgültig Abschied nehmen von einer schönen Reise, eines schönen Urlaubs und auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen im Paradies Wangerooge. Auch ich persönlich darf mich hiermit verabschieden, wünsche mir, dass euch der Film gefallen hat und vielleicht sieht man sich einmal auf meiner, unseren Insel Wangerooge.